Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Ercan. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir geben nie auf. Es ist ein unfassbares Verbrechen, was hier in einem Hanauer Wohngebiet passiert sein soll. Eine heute 61-jährige Mutter soll ihren kleinen 4-jährigen Sohn Jan umgebracht haben. Die Anklage spricht von gemeinschaftlichem Mord und fordert bei Prozessbeginn vor einem Jahr eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wir werfen der Angeklagten vor, ihren 4-jährigen Sohn am 17.08.1988 ermordet zu haben. Konkret wird ihr vorgeworfen, ihren 4-jährigen Sohn in einen Sack gesteckt und diesen oben zugeschnürt zu haben. Jan erstickt qualvoll. Gelebt hat er mit seinen Eltern in der sogenannten Hanauer Sekte, unter Führung der mutmaßlichen Sektenchefin Sylvia D. So glaubte die Mutter unter Einflussnahme von Sylvia D. wohl daran, dass der Junge die Reinkarnation Adolf Hitlers sei und von dunklen Mächten besessen wäre. Bestrafungen waren an der Tagesordnung. Er ist für aus meiner Sicht alltägliches Kinderverhalten ist der 4-jährige Jan bestraft worden und wenn man es ganz weit geht, in diesem Sinne mit dem Tod bestraft worden. Über den Zustand von Jan und dem Treiben der Gemeinschaft berichtete uns die Adoptivtochter der mutmaßlichen Sektenführerin bereits 2017. Er hat nicht gesprochen, er hat sehr viel geweint, war abgemagert. Ja, ich habe ihn immer nur gesehen, wenn ich mal draußen war, weil ich war ja jahrelang eingesperrt. Mein Kinderzimmerfenster da wurde ein Schloss versehen und an die Balkontür auch, dass wir nicht abhauen. Und wurde an den Ohren gezogen, dass die Ohren blutig waren, büschelweise Haare rausgerissen. Jan wurde eingeschnürt im Sack von der Mutter dann der Obhut von Sylvia D. überlassen. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft hätte die Mutter den Tod des Jungen mindestens billigend in Kauf genommen. Die Verteidigung fordert Freispruch. Es gebe keinen Nachweis, dass Handlungen der Mutter zum Tode des Jungen geführt hätten. Wir fragen HR-Gerichtsreporterin Heike Borufka. Sie hat den Prozess miterlebt. Diese Frau hat ja zunächst einmal als Zeugin ausgesagt vor 2 Jahren im Prozess gegen die Sektenanführerin. Und da hat sie den Eindruck gemacht, als sei sie eiskalt. In diesem Prozess war es anders. Wir haben sie weinen gesehen. Wir haben die Verteidigung, die gesagt hat, das ist keine eiskalte Frau, das ist eine verzweifelte Mutter. Die kann es halt nicht so gut zeigen. Jetzt dürfen wir eins nicht vergessen. Die Gerichte können nur verurteilen, was juristisch auch wirklich nachweisbar ist. Mit der moralischen Schuld, die wir natürlich alle sehen mögen, hat das nicht viel zu tun. Die mittlerweile 75-jährige mutmaßliche Sektenführerin Sylvia D. wurde 2020 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Revision hob der Bundesgerichtshof das Urteil aber auf. Ein neuer Prozess, wahrscheinlich in Frankfurt, wird folgen. Heute dann das Urteil gegen die Mutter des kleinen Jan. Die Schwurgerichtskammer hat heute die Angeklagte vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Wir hatten beantragt, die Angeklagte wegen vollendeten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Die soeben vom Gericht dargetanen Urteilsgründe sind für uns nur schwer nachvollziehbar. Wir hatten bereits Gelegenheit, uns auf dieses Urteil vorzubereiten, da das aufgrund der letzten Hauptverhandlungstage sich doch abzeichnete. Und dementsprechend ist es auch kein Geheimnis, dass wir dieses Urteil überprüfen lassen werden und von unseren prozessualen Rechten Gebrauch machen. Also auch hier erscheint ein weiterer Prozess nun möglich. Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Ercan. Es ist einer der mysteriösesten Fälle der Hamburger Kriminalgeschichte. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Bis heute konnte kein hinreichender Tatverdacht gegen irgendeine konkrete Person begründet werden. Die Familie, die Mutter hat kein Vertrauen mehr daran, dass die Ermittlungsbehörden die Leiche finden. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir geben nie auf.